Herzlich willkommen zur ersten Folge von Histutorial, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das historische Fragen einfach einmal anders stellt. Mein Name ist Marc Fehlmann und unsere erste Frage an die Geschichte lautet: Wie bleibt man 3 Tage wach? Und diese Frage stellt man sich nicht erst seit den Party-Marathons in Städten wie London, Berlin und New York, sondern schon deutlich länger, was dieses Kleinod aus dem Jahr 1935 hier beweist. Die auffällige Gestaltung, heute würde man Produktdesign sagen, gibt schon einen kleinen Hinweis auf den anregenden Inhalt. Und der Name Schoka-Cola leitet sich schlicht aus den 3 Bestandteilen ab: Schokolade, Kakao und Kolanuss. Die Kolanuss ist vielleicht der größte Gegner des Sandmännchens, denn diese Nuss aus Afrika hat einen deutlich höheren Koffeingehalt als zum Beispiel Kaffee. Konkret beinhaltet diese Schokolade stolze 200 Milligramm Koffein und damit genauso viel wie eine heutzutage handelsübliche Koffeintablette aus der Apotheke oder einem halben Liter Energy Drink. In Sachen Dosierbarkeit war die Schoka-Cola heutigen Wachmachern Jahre voraus. Portioniert in 16 kleine Stücke konnte man die gewünschte Koffeinmenge kinderleicht dosieren. Die wachmachende Wirkung weckte schnell das Interesse des Militärs und unsere Dose hier ist eine Spezialpackung für die Wehrmacht der Nationalsozialisten. Das Ziel liegt auf der Hand. Die Wehrmachtssoldaten sollten in langen Einsätzen und in erhöhten Stresssituationen länger durchhalten und länger wach bleiben. Der Volksmund nannte diese Schokolade oder die Schoka-Cola deshalb auch Panzer- oder Fliegerschokolade. Die Schoka-Cola ist aber nur ein Beispiel dafür, wie die Nationalsozialisten die Müdigkeit in Kampfeinsätzen zu verringern versucht haben. Und vielleicht eines der harmlosesten. Traurige Berühmtheit erlangte vor allem eine Droge, die dabei zum Einsatz kam: Pervitin. Deren hochgefährlicher und stark abhängig machender Wirkstoff Methamphetamin ist spätestens seit der erfolgreichen US-Serie Breaking Bad jedem als Crystal Meth bekannt. Zum Einsatz kam Pervitin während der Kriege gegen Polen 1939 und Frankreich 1940 mit dem Ziel, die Soldaten tagelang kampfbereit zu halten. Was heute jedem bewusst ist, war damals offenbar nicht klar. Der eingesparte Schlaf war nur aufgeschoben und auf den tagelangen Einsatz folgte unweigerlich das große Schlafen. Die Soldaten waren schlicht und ergreifend zu müde, um noch irgendwie zu kämpfen. Und was das große Schlafen nach Erschöpfung anbelangt, so schließt sich hier auch der Kreis zu den Partywütigen in der Szene. Nach einem Ausgehmarathon bleibt der Wecker in der Regel ebenfalls chancenlos. Zum Schluss würde ich gerne wissen, welche Themen euch noch interessieren. Schreibt mir einfach eine E-Mail, ich freue mich auf eure Antworten und Ideen. Mehr Infos von uns erhaltet ihr bis dahin auch über unseren Newsletter. Ich freue mich auf eure Antworten und Ideen und verabschiede mich für heute. Bis bald.